Österreicherinnen und Österreicher sind circa 1 Stunde pro Tag unterwegs. Aber wie entscheiden wir uns für ein gewisses Verkehrsmittel? Wann nehmen wir das Fahrrad, die Straßenbahn oder doch das Auto? Mein Name ist Stefanie Peer. Ich arbeite am Institut für Multilevel Governance and Development an der WU Wien. Ich bin Verkehrsökonomin und beschäftige mich vorwiegend mit Personenmobilität. In meiner Forschung geht es vor allem darum, herauszufinden, wie Personen mobilitätsbezogene Entscheidungen, insbesondere hinsichtlich Verkehrsmittel und Abfahrtszeitpunkt treffen. Beispiele solcher Einflussfaktoren sind die Reisezeit, die Zuverlässigkeit, der Reisekomfort und wie viel früher bzw. später man am Zielort ankommt. Zusätzlich spielen kontext- und personenspezifische Faktoren eine Rolle. In meiner aktuellen Forschung wollte ich wissen, wie sich die Bewertung der Reisezeit zwischen Verkehrsmitteln und Personengruppen unterscheidet. Die Bewertung der Reisezeit bildet ab, wie viel Personen dafür bereit sind zu zahlen, dass sich die Reisezeit verkürzt und sie somit mehr Zeit haben für andere Aktivitäten. Umso höher der Reisekomfort ist, umso weniger sind Personen bereit, für kürzere Reisezeiten zu bezahlen. In meinen Forschungsarbeiten verwende ich Daten, die individuelles Entscheidungsverhalten hinsichtlich Mobilität abbilden, zum Beispiel anhand von Befragungen oder GPS-Aufzeichnungen. Wir führen auch Real-Life-Experimente durch, in denen Personen Anreize dafür erhalten, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern. Und wir erheben Daten von hypothetischen Entscheidungsexperimenten, in denen Entscheidungssituationen abgebildet werden, die es so in der Realität noch gar nicht gibt. Basierend auf diesen Daten schätze ich ökonometrische Modelle, die das Ziel haben, das beobachtete Mobilitätsverhalten bestmöglich zu erklären. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Zahlungsbereitschaft für geringere Reisezeiten im Auto höher ist als im öffentlichen Verkehr. Daraus können wir ableiten, dass Personen bei gleicher Reisezeit die Zeit lieber im öffentlichen Verkehr als im Auto verbringen. Dieses Ergebnis finden wir für alle untersuchten Bevölkerungssegmente. Erklärbar sind unsere Ergebnisse mit den verbesserten Möglichkeiten, die Reisezeit im öffentlichen Verkehr für Freizeit- und Arbeitsbeschäftigungen zu nutzen. Dies führt dazu, dass die Reisezeit im öffentlichen Verkehr als weniger mühsam erfahren wird und somit die Zahlungsbereitschaft für niedrigere Reisezeiten im öffentlichen Verkehr sinkt. Wir alle profitieren von einem effizienten, nachhaltigen Transportsystem. Die monetäre Bewertung der Reisezeit ist oft ein ausschlaggebender Faktor dafür, ob Infrastrukturinvestitionen oder Investitionen in verkehrspolitische Maßnahmen als volkswirtschaftlich sinnvoll angesehen werden. Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass Mobilitätsentscheidungen zunehmend davon beeinflusst werden, inwiefern die Reisezeit für Freizeit- und Arbeitsaktivitäten genutzt werden kann. Investitionen in bessere Reisebedingungen sind daher ebenso wichtig wie Investitionen in kürzere Reisezeiten.